Was wäre denn, wenn ich den Verstand verliere? Ich kriege diese Gedanken einfach nicht mehr aus dem Kopf und diese Gefühle. Ich glaube, ich werde noch verrückt. Und was ist, wenn das alles um mich gar nicht real ist? Oder was ist, wenn ich gar nicht alles so empfinde, wie es ist und ich vielleicht schon in einer Traumwelt lebe? Jedenfalls fühlt sich das echt langsam so an. Ich habe das Gefühl, ich verliere die Kontrolle und ich verliere sogar, wenn es so weitergeht, echt den Verstand. Vielleicht bin ich schon schizophren oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich muss mir Hilfe holen. Angstgedanken, die können einen wirklich richtig fertig machen. Wie du da wieder rauskommst aus dieser Miserie oder aus diesem Dilemma, besser gesagt, das verrate ich dir heute in meinem Video. Viel Spaß. Hallo, du wunderschöne Seele. Ich hoffe, dir geht es phänomenal. Mein Name ist Juan und ich heiße dich herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Du hast gerade schon mitbekommen, worum es heute geht. Angstgedanken. Angstgedanken können einen richtig fertig machen und ich weiß das selber nur zu gut. Und bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, würde ich dich darum bitten, dass du bitte komplett von Anfang bis Ende in diesem Video dran bleibst. Warum? Es ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass du das auch verstehst und verinnerlichst. Und ich möchte dir auch ganz kurz eine kurze Geschichte erzählen. Das geht um einen französischen Philosophen, Mathematiker und Naturwissenschaftler. Dieser Mann lebte von 1596 bis 1650. Sein Name, auch bekannt als der König des Zweifels, das war René Descartes. Er schrieb auch ein ganz bekanntes Buch. Es hieß auf Französisch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil ich bin kein Franzose, Cogito ergo sum. Das bedeutet auf Deutsch nichts anderes. Ich denke also, dass ich bin. So hieß der Titel dieses Buches. Dieser Mann war wahrhaftig vom Intellekt sehr intelligent. Er wusste, wie die Berufe, die er erlernt hat, alles. Er war Naturwissenschaftler, er war, wie gesagt, Philosoph und in seinem Fach einfach super gebildet. Aber er hatte Probleme mit seinem Denken und mit seinen daraus resultierenden Fühlen. Er zweifelte so stark an sich. Das hat sich am Anfang erst so langsam eingeschlichen, so mit Angstgedanken. Was ist, wenn ich die Kontrolle verliere? Ähnlich wie im Intro vorhin, wie ich das vorhin so gemacht habe. Was ist, wenn ich gar nicht mehr ich bin? Vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die sich da schon so weit reingesteigert haben in diese Problematik, dass sie tatsächlich schon solche Gedanken entwickelt haben. Was ist, wenn ich nicht ich bin? Ich hatte mal einen Klienten vor kurzem, der sagte zu mir, ich habe schon den Gedanken gehabt, dass das alles nicht real ist und wenn ich mit dir spreche, ist das eh nur ein Traum. Und wenn ich das denke, kriege ich furchtbare Angst. So Angst, dass sich das so stark in Angst und tatsächlich schon in Panik hineinsteigert. Nun, jetzt ist das alles keine schöne Sache. Die positive Sache an dieser Situation ist, dass das nicht gefährlich ist. Also es ist tatsächlich nicht gefährlich, dir kann kein Schaden körperlich oder irgendwas passieren. Du wirst auch von diesen Gedanken nicht psychotisch werden, du wirst auch nicht den Verstand verlieren und du wirst auch nicht die Kontrolle verlieren. Jeder von uns hat dann mal irgendwann mal flüchtig vielleicht mal so einen Gedanken gehabt. Vor allem Kinder in der Vorpubertät haben oft solche Gedanken, wenn sie sich zum Beispiel mal in den Spiegel schauen, hast du vielleicht auch mal gehabt, was ist, wenn ich nicht ich bin? Oder die Gedanken, die sind ja frei. Und da kommen wir jetzt einmal so an einen springenden Punkt. Das ist doch eigentlich auch wunderschön, dass die Gedanken frei sind. Ja? Man darf mit den Gedanken machen und tun und lassen, was man will und was man möchte. Ja? Du kannst mit deinen Gedanken zum Mond reisen, du kannst mit deinen Gedanken zum Mars reisen, du kannst dir mit deinen Gedanken vorstellen, ich sage oft zu meinen Klienten, einen einbeinigen Dinosaurier mit einem Superman-Kostüm auf einen roten Ferrari zum Mars reisen. Also total absurd, bizarr, blöd, doof, aber deine Gedanken erlauben es. Ne? Wenn Person A diesen Gedanken schon mal hatte, was ist, wenn das alles nicht real ist? Oder wie auch der René Descartes, der König des Zweifelns aus dem Mittelalter. Und die andere Person B vielleicht auch schon mal so einen Gedanken gehabt hat und er den Gedanken vielleicht sogar witzig findet oder lustig findet. Was macht jetzt eigentlich den Unterschied zwischen Person A und Person B? Der Glaubenssatz.
der Glaubenssatz, der dahinter steckt, der daraus resultierende Glaubenssatz. Das Problem sind nicht die Gedanken, das Problem ist der Glaubenssatz, den du hast. Du hast den Glaubenssatz, wenn ich das oder dies oder jenes denke, dann kann das oder dies oder jenes passieren. Bedeutet also nichts anderes, wenn ich das denke, ich könnte den Verstand verlieren, dann werde ich womöglich auch den Verstand verlieren. Das ist also das Beste, dass dieser Gedanke nicht auftreten darf. Das ist natürlich eine totale verzerrte Denkweise oder beziehungsweise Einstellung zu seinen eigenen Gedanken. Ist der Schlüssel doch nicht derjenige, wenn ich meinen Glaubenssatz über meine Gedanken verändere, dass dann die Gedanken, die in mir hochkommen, keine Rolle mehr spielen? Gibt es da draußen ja so viele Gurus, die erzählen dir immer, du musst deine Gedanken stoppen. Gott, wenn ich das schon höre, ganz ehrlich, mal Real Talk. Wenn ich das schon höre, du musst deine Gedanken stoppen, das soll mir mal einer zeigen, wie das geht. Ja, selbst in der modernen Verhaltenstherapie, die wissenschaftlich fundiert ist, sagt man, stoppe deine Gedanken. Oder wie oft scrolle ich auf YouTube runter und dann lese ich dann irgendwann mal, so stoppst du deine Angstgedanken, so stoppst du dein Grübeln. Und dann schaue ich mir vielleicht auch mal womöglich mal kurz dieses Video an, dann höre ich mir das an, wie der Guru davon erzählt, dann stellst du dir ein ganz großes rotes Stoppschild vor. Das stellst du dir innerlich vor, Stopp, und ruf das auch laut hinaus. Typische Methode der Verhaltenstherapie. Wenn du schon mal eine Verhaltenstherapie gemacht hast, also eine KVT, dann hast du vielleicht auch schon mal so eine Methode von deinen Therapeuten gelernt. Und er hat dir vielleicht dann auch schon mal gesagt, dass du das in den Alltag anwenden sollst. Gleichzeitig predigte er dir aber, dass du die Gefühle und die Gedanken zulassen sollst. Wie das eine mit dem anderen vereinbar ist, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber er predigt. Probier es doch mal einfach mal aus. Hast du das schon mal geschafft? Stell dir doch jetzt einfach mal vor, wenn deine Gedanken kommen. Stopp. Rotes Stoppschild. Funktioniert's? Funktioniert das? Wenn du jetzt mal alleine bist, probier das einfach mal aus. Wenn ja, wenn es geklappt hat, schreib es mir bitte in die Kommentarbox. Ich bin gerne dazu bereit, dass ich auch was dazu lerne. Und wenn ich was dazu lerne, freue ich mich auch immer. Und ich bin ja auch kein Mensch, der in allem immer recht hat, und deswegen lerne ich auch gerne dazu. Allerdings bezweifle ich es sehr stark, dass es funktioniert. Nun, jetzt funktioniert das nicht. Sagen wir mal, wir gehen jetzt davon aus, das funktioniert nicht. Du kannst deine Angstgedanken nicht stoppen. Jetzt kommen wir so langsam zu einer Lösung, beziehungsweise zu einer Strategie, die man vielleicht anwenden kann. Und was könnte das für eine Strategie sein? Nun, was würdest du machen, wenn ich dir sagen würde, dass jeder Mensch, auch du, auch ich, jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, 2 Leben hat. Er hat genau 2 Leben. Wirst du vielleicht sagen, was meinst du mit 2 Leben? Wir haben doch nur ein Leben. Und wenn wir mehrere haben, dann wissen wir jedenfalls nicht davon. Also ich weiß, dass wir 2 Leben haben. Das ist jetzt keine philosophische Frage, sondern eine Tatsache. Also gut, lange Rede, kurzer Sinn. Warum haben wir 2 Leben? Wir haben 2 Leben, ganz einfach. Wir haben ein Innenleben und wir haben ein Außenleben. Also nochmal, wir haben ein Innenleben und wir haben ein Außenleben. Ein Außenleben haben wir dahingegen, dass wir sehen, was in der Realität so abläuft. Ja? Du siehst mich gerade, du siehst ein weißes T-Shirt, du siehst ein Bart, du siehst einen Zopf und du siehst den Quan. Das ist die Realität. Du schaust gerade auf dein Smartphone oder du bist gerade am PC, wie auch immer. Das ist die Realität. Das nehmen deine Sinneswahrnehmungen wahr, also deine Augen. Deine Augen nehmen das wahr. Deine Ohren hören, was ich gerade sage. Das heißt, es ist zwar nicht die Realität, denn wie die Realität ist, wissen wir nicht genau. Das weiß übrigens keiner von uns. Denn jeder macht sich mit seinen eigenen Augen und Interpretationen seine eigene Meinung und seinen eigenen Film darüber. Die Realität ist im Endeffekt nichts anderes. Ich bin hier und spreche, nichts weiter. Ob das gut ist, was ich dir gerade zuflüstere, oder ob es nicht gut ist, bleibt jetzt deine Meinung. Das kommt dann darauf an, ob du mir am Ende des Videos einen Daumen nach oben gibst oder einen Daumen nach unten. Das ist deine persönliche Interpretation über dieses Videos. Und so ist es mit allen im Leben. Wir machen uns Beurteilungen und so weiter und so fort. Und da kommen wir jetzt ja schon zum zweiten Leben. Was ist das zweite Leben? Das zweite Leben ist dein Innenleben. Deine Gedanken. Deine Gedanken. So. Jetzt haben wir dieses zweite Leben
Und in diesem zweiten Leben schauen wir die ganze Zeit zu, was die Gedanken uns so einflüssen. Dann kommt der Gedanke, was ist, wenn die Kontrolle verliere? Was ist, wenn das hier alles nicht real ist? Was ist, wenn ich den Verstand verliere? So, jetzt ist das ja gar kein Problem erst einmal, wenn man solche Gedanken hat, klar. Wenn ich jetzt aber mit diesen Gedanken mich identifiziere und ständig im Innenleben lebe, dann bekomme ich ein Feedback. Welches Feedback ist das? Ein Feedback ist ein Gefühl, eine Emotion. Und die ist daraus resultierend, und jetzt Vorsicht, hör mir genau zu, nicht aus den Gedanken. Nicht aus den Gedanken, sondern auf die Identifikation mit diesen Gedanken, auf diesen Angstgedanken. Das ist das, was ich dir auch bei Zwangsgedanken schon oft gepredigt habe. Aus Angstgedanken können irgendwann mal Zwangsgedanken werden, wenn sie sich ständig wiederholen und immer wieder auf die gleiche Art und Weise belasten. Und soweit muss es erst gar nicht kommen. Aber soweit kann es kommen, wenn ich mich ständig mit diesen Gedanken identifiziere. Welchen Fehler mache ich denn jetzt dabei? Wie komme ich jetzt denn raus aus diesem Dilemma? Nun, jetzt ist es so, dass das menschliche Gehirn sich entscheiden muss in einer Situation. Lebe ich im Innenleben oder lebe ich im Außenleben? Das menschliche Gehirn muss sich in einer Situation dazu entscheiden. Und das kannst du. Und wer bist du? Du bist dein Bewusstsein. Bewusstsein. Du darfst entscheiden, in einer Situation, entscheide ich mich dafür, hier außen zu leben, also aktiviere ich meine Augen, meine Ohren, meinen Geruchssinn, Nase, Fühlsinn und so weiter. Oder entscheide ich mich dafür, in mich hineinzugehen und zu schauen, was denke ich da. Was könnte da passieren? Und dieses Geplapper, was dort oben immer geht, den ganzen Tag, immer diese Gedanken, was wäre, wenn ich morgen einen Unfall, was ist, wenn ich morgen einen Herzinfarkt bekomme, was wäre, wenn? Was wäre, wenn Fahrradkette, habe ich schon in anderen Videos gesagt. Was wäre, wenn Gedanken, das kann man so viel draufsetzen auf diesen Gedanken. Aber im Endeffekt ist das alles nicht wahr. Das Einzige, was wahr ist, ist, dass du bist und mir gerade zuhörst, wenn du dieses Video anschaust. Dass du gerade auf dein Smartphone guckst. Dass du mir gerade zuhörst, dass du mir gerade folgst, was ich dir erzähle. Dass du dir vielleicht meine Ratschläge zu Herzen nimmst. Ist es also wirklich notwendig oder wichtig, dass wir diese Gedanken stoppen? Muss man das tun? Willst du deinen Herzschlag stoppen? Willst du deine Leberfunktion stoppen? Nein. Aber deine Gedanken willst du stoppen. Aber die Gedanken machen doch genau dasselbe wie die anderen Organe auch. Sie gehen einfach nur ihren ganz normalen Rhythmus nach. Denken, 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 denken den ganzen Tag. Aber in Situationen, wo du dein Bewusstsein fokussierst auf das Hier und Jetzt, auf deine Sinne, weil du mir jetzt gerade zuhörst, dann nimmst du die Gedanken doch gar nicht wahr. Ist es nicht so? Stimmt das nicht, was ich sage? Nimmst es nicht wahr. Und weil du es nicht wahrnimmst, hast du auch keine Zeit, dich zu identifizieren mit diesem. Du hast keine Zeit dazu, dich mit diesen Gedanken zu identifizieren. Und weil du keine Zeit dazu hast, dich mit diesen Gedanken zu identifizieren, fühlst du auch kein Leid. Also kein Schmerz, keine Angst. Und wenn du anfängst, und das ist jetzt ganz wichtig, was ich dir sage, wenn du anfängst, dir zu sagen und es auch zu glauben, dass das Innenleben in dir nicht wichtig ist und da das Leben nicht stattfindet, sondern das Leben hier stattfindet, im Hier und Jetzt. Jetzt, im Hier und Jetzt und nicht im Innenleben. Denn es hat keine Bedeutung, es entspricht nicht der Wahrheit und es entspricht nicht der Realität. Und du folgst ihm und bekommst deine Feedbacks jeden Tag. Was sind deine Feedbacks? Jeden Tag bekommst du ein Feedback. Angst, Scham, Ekel, Schuld. Warum? Weil du dich die ganze Zeit mit diesen Gedanken identifizierst. Der Gedanke kommt, ich könnte den Verstand verlieren. Wenn ich das denke, könnte das tatsächlich passieren. Was hast du dafür für einen Beweis? Woher möchtest du das wissen? Dieser Gedanke kommt nur immer wieder, weil du davor Angst hast, dass das kommt. Wenn du das loslässt und sagst, meine Gedanken sind meine Gedanken und im Leben ist hier und du das regelmäßig übst in Form von Achtsamkeit, so wirst du dich Stück für Stück immer wieder lösen davon. Du kommst dann letztendlich auch weg von diesen Gedanken, weil sie dann auch immer weniger werden. Nun,
Ich hoffe, dass diese Technik dir kurzfristig, aber auch langfristig helfen kann. Mir selber hat sie phänomenal geholfen. Und ich bin davon überzeugt, wenn ich das kann, dann kannst du das erst recht. Jeder von uns kann das. Wir müssen uns aufhören, mit diesen Gedanken, mit denen, was uns der Geist jeden Tag zuschickt, diese Gedanken zu identifizieren. Das ist auch der Schlüssel für ein glückliches Leben. Für ein glückliches Leben. Dann gehst du in die Vergangenheit, wirst du Trauer spüren mit deinen Gedanken, Schuld und so weiter. Und gehst du in die Zukunft, spürst du immer Angst. Ich lebe im Hier und Jetzt, mache dir bewusst. Ich lebe im Hier und Jetzt. Ich fokussiere mein Bewusstsein auf meine Sinne. Im Heute, im Hier und Jetzt. Und das Geplapper da drinnen, lass das Geplapper sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, abonniere doch den Kanal. Aktiviere die Glocke bitte noch, dann wirst du benachrichtigt. Wenn du in Zukunft weiterhin solche Videos möchtest, dann schreib mir das auch bitte in die Kommentarbox hinein. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank, dein Juan. Namaste.